Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen kurzen Review hier auf Johns MOBA. Heute geht es hier um die Holzscheune 1508 im Maßstab H0 von der Firma Busch. Die habe ich euch hier auch schon in aufgebaut mitgebracht und wir schauen uns einfach mal heute an, was in diesem Bausatz drin steckt, ob Preis, Leistung stimmen, was ich damit so alles anstellen kann. Zum Start schauen wir uns erstmal nochmal die Packung hier an. Also diese Holzscheune selber hier soll mehrere Funktionen haben, das heißt, sie soll öffnbare Tore haben, hier oben noch einen Heuboden und als Besonderheit soll man hier und hier hinter theoretisch auch Feldbahnen, Lokomotiven abstellen können. Das Ganze soll also ein Feldbahn-Lokschuppen sein können. Die Größe ist hier angegeben mit 12,2 x 94 und die Höhe mit 59. Und in Summe, die Tore sollen jeweils hier einmal 3x3 quasi, einmal 22 x 25 sein. Vom Preis her ist das Set hier angesiedelt bei um und bei 26 €. Gehört zu dieser Serie von Busch Modellwelt auf dem Land oder Buschheide, wie man das auch nennen möchte. Da seht ihr, es gibt hier die Holzscheune. Es gibt dann noch Kleintierstall, Metzgerei, Hofladen, Kleinbauernhaus, Schafstall und so weiter. Scheune nochmal zusammengebrochen. Also eine ganze Serie davon. Man kann also eine richtig schöne Landschaft damit dann aufbauen. Geht hier noch weiter auf der Rückseite. Ist natürlich schön, wenn das nicht alleine dasteht. Ansonsten drin in dem Ganzen ist auch noch die Anleitung und die ist, wie ihr seht, sogar farbig. Das heißt, sie ist nicht schwarz-weiß, sondern wirklich hochwertig. Ist auch ein schönes Papier und hier seht ihr dann auch, wie das Ganze farbig wirklich dargestellt ist, sodass man auch die Teile relativ einfach findet. Relativ einfach, wichtig, genau wie bei dem Dörpe der Hof von Archistories, den ich hier ganz am Anfang mal vorgestellt habe. Die Übersicht der Teile ist auf die Anleitung gedruckt. Das heißt, in der Praxis, wenn ihr euch nicht sicher seid und ihr habt gerade hier irgendwie so Teilchen in der Hand und ihr überlegt jetzt, welches ist das richtige Stück für den nächsten Arbeitsschritt, haltet währenddessen aber das, was ihr gerade angeklebt habt, noch fest vielleicht mit der Hand. Dürft ihr die Anleitung wieder zurückblättern, um euch das richtige Teil hier rauszusuchen. Das finde ich ein bisschen schade, hier wäre eine einzelne Seite besser, insbesondere weil Busch es geschafft hat, eine einzelne Seite beizulegen mit nochmal Sicherheitsinstruktionen und so weiter. Und zwar ist das die Erklärung der Symbole in der Anleitung. Ja, das ist also quasi genauso umfangreich wie die Anleitung selbst, ist die Erklärung der Symbole. Also eigentlich eine ganz coole Sache, wobei die meisten Symbole irgendwie selbsterklärend sind, beziehungsweise auch komplizierter als notwendig dargestellt werden. Also wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, nur dieses Symbol ohne die Erklärung wären viele von uns wahrscheinlich ein bisschen aufgeschmissen, was uns diese quasi schwarze Platte mit dem weißen Fleck und dem Pfeil denn so sagen soll. Ähnlich geht uns das hier drüben bei diesem stilisierten Golfschlägern oder ähnlichem. Manchmal können Piktogramme mehr sagen als Fotos. Davon abgesehen seht ihr hier vorne die Selektion des Busch-Zubehörs. Das heißt also, es gibt hier Alleskleber und Kunststoffkleber und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5 beziehungsweise mit dem Lasercut-Kleber 6 verschiedene Klebstoffe von Busch und davon werden viele tatsächlich oder sollen tatsächlich viele in diesem Bausatz hier verwendet werden. Das finde ich ist auch so ein Thema. Hier haben wir sie nämlich, die Scheune, die ist komplett aus Holz beziehungsweise nahezu komplett. Was ist nicht aus Holz? Das Dach, das ist Gummi, wirklich Gummi. Und dann haben wir hier diese kleinen Riegel und die Zapfen, in die die eingehängt werden, die Türen sowie die Griffe, die sind aus Plastik. Positiv anzumerken, es sind mehr Riegel und mehr Griffe und
mehr Zapfen dabei, als ich brauche. Das heißt, hier kann, weil die Teile sind relativ klein und filigran, euch durchaus mal was abbrechen, auch später. Ihr habt dann noch Ersatz. Ja, also das ist nicht abgezählt, sondern da gibt es, glaube ich, 2, 3, 4 mehr von jeder Sorte, sodass euch da auch ein bisschen was kaputt gehen könnte, theoretisch. Kommen wir mal zu dem Modell, wenn wir uns das hier angucken. Und da seht ihr, das ist aus meiner Sicht schon schön detailliert und ich mag beim Lasercut eben auch diese natürlichen Materialien in dem Fall hier. Ja, und was sehr cool ist, man kann eben tatsächlich diese Türen hier alle öffnen. Die Rückseite sieht ein bisschen traurig aus, das wäre cool, wenn die auch noch irgendwie modelliert wäre. Also die sieht hier komplett plain aus mit diesen Löchern, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das natürlich, gerade wenn man unterschiedliche Szenen darstellen möchte, sehr, sehr cool, dass man hier jederzeit diese Türen öffnen und schließen kann. Man kann die natürlich auch festkleben in bestimmten Positionen. Man kann sie auch hier jederzeit rausnehmen aus diesen Zapfen, in die nur eingehängt sind, wie echte Tore theoretisch. Und hier seht ihr auch schon, das wäre der Bereich, der für diese Feldbahngleise geeignet ist. Reinpassen tut da ein Z-Gleis definitiv, von der Breite her. Was ich nicht reinbekommen habe, ist ein H0E-Gleis als nächstgrößeres. Das hat nicht mehr gepasst, aber da hätte die Lok auch von der Höhe niemals reingepasst hier. Und das sind, wie ihr seht, jetzt hier also 1,6, 1,7 cm ungefähr von diesen gesamten 3 cm, die hier der Gleiskörper umfassen könnte. Also außer H0F, also Z-Gleise, geht hier eigentlich nichts rein und wahrscheinlich passen auch nur die kleinen Lokomotiven. Was ihr hier drüber auch seht, da gibt es eine Zwischendecke tatsächlich. Also das Gebäude ist nicht komplett offen und wir haben hier 1 bzw. 2 Öffnungen nach oben, das seht ihr auch. Das ist also wirklich realistisch gestaltet, weil wir haben hier oben den Heuboden und auch hier diese kleine Klappe. Kann ich sowohl vorne als auch hinten öffnen. Hier sind jetzt allerdings die Ringbolzen und die Zapfen in den Türen und aus Holz. Und jetzt könnt ihr hier in den Heuboden reingucken mit den Öffnungen vorne und hinten, sodass man wirklich Heu von oben aus diesem kleinen Heuboden in einen Wagen darunter werfen könnte, um den eben zu beladen oder entsprechend nach oben reichen kann hierdurch. Kann man also wunderbar viele Szenen tatsächlich darstellen mit diesem kleinen Modell hier. Dann gibt es hier an der Seite noch eine Garage, würde ich mal sagen. Also die ist wirklich von der Höhe her nur PKW geeignet oder alte Traktoren. Dann kann allerdings keiner drauf sitzen, wenn man den da reinfährt. Von der Tiefe her ist es allerdings so, ich könnte hier wahrscheinlich sogar 2 kurze PKWs hintereinander reinstellen. Also wir können das mal messen und gehen hier komplett rein. Dann bin ich bis zur vorderen Kante. Das mal weg. Seht ihr das? 7,8 cm ist die Einfahrtstiefe bis zur Wand hinten. Und zwar so, dass ich dann die Türen noch zukriege. Das ist das Maximum, was da reingeht. Das gilt hierfür auch. Also nicht verwirren lassen von den 9,4 cm, die auf der Packung stehen. Wir haben hier vorne und hinten jeweils einen Dachüberstand und der wird natürlich in die Maße mit reingerechnet. Was passt da ungefähr rein? Was sind so 7,7 cm? Ihr seht das jetzt hier. Ich hole den mal raus. Das ist jetzt hier der landwirtschaftliche Anhänger von Viking mit einer selbstgebauten Deichsel und einem selbstgebauten Aufsatz. Der hat 7,8 cm, wenn man den gerade hier reinstellt. Und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also sowohl von der Breite her als auch von der Höhe her seht ihr, okay, das ist wirklich auf der Kante mit den Türen. Und jetzt kann ich hier die Türen noch komplett schließen. Das ist das Maximum, was ihr reinbekommt in diesen Schuppen. Als Objekt seht ihr auch hier von unten so quasi als Revisionsöffnung oder Revisionsgang hier. Es geht von der Tür wirklich bis hinten zur Wand und die Breite 2 Stück davon und das Ding wäre voll. Wenn wir hier gerade auf der Unterseite sind, das ist nämlich nicht die Schokoladenseite, seht ihr hier diese hässliche, wirklich potthässliche graue Kante. Das ist Pappe. Und zwar ist das Dach hier erstmal auf 2 Pappstücken, bzw. 1, 2, 3 Pappstücken aufsetzend.
Und diese Kante im Dach, diese Ecke hier quasi, entsteht eben dadurch, dass ich hier zwei getrennte Pappstücke habe. Der restliche Aufbau ist komplett aus Holz. Da seht ihr auch, wie das gestaltet wurde. Das sieht man hier eigentlich ganz schön. Wir haben eine Bodenplatte, wir haben dann die Wand, die eigentlich die Struktur ist. Das ist dieses etwas hellere Braun, dieses, was ihr hier seht als Strich. Und dann haben wir außen drauf das dunkle Braun, was die optische Außenwand eigentlich darstellt. Das ist dieses hier. Das ist aber wirklich nur so eine Auflage außen. Das eigentliche Gebäude darunter ist aus dem Miniatursperrholz hier gefertigt und deswegen ultra stabil. Da drauf ist aber wie gesagt dann ein Stück Pappe. Und auf dieser Pappe, und das ist mein Hauptkritikpunkt an dem Ganzen, ist dann dieses Gummidach. Und warum zur Hölle ist das überhaupt ein Gummidach? Also es gibt mehrere Gründe, warum mich das stört. Das eine ist, vom Bau her kommt einem das ein bisschen gewollt vor. Das heißt, ich baue den gesamten Bausatz hier bis zu dem Punkt mit zum Beispiel dem Busch Laser Cut Kleber, den man hier verwenden soll, oder wie in meinem Fall Ponal Express, geht genauso gut. Und dann komme ich zu diesem Gummidach und hier steht nur Haftkleber Busch 7598 verwenden. Das ist der wieder auflösbare Haftkleber. Ich habe hier UU Hart genommen, das funktioniert auch, klappt genauso gut, beziehungsweise schlecht. Man muss halt die ganze Zeit dann dieses Gummi an diese Rundung hier randrücken. Und das ist eine Sache, die mich jetzt tatsächlich eher wundert, weil es ist ja möglich, wie man das bei anderen Lasercut-Bausätzen auch gesehen hat, hier hätte man einfach Pappe nehmen können. Beziehungsweise dieses Lasercut, Architekturkarton, wie auch immer man das nennen will, auf gut Deutsch Papier. Da hätte man auch die Struktur hier drin gehabt. Es würde auch nicht so glänzen. Das seht ihr jetzt in dem Licht hier nur teilweise. Ich habe das noch nicht nachbearbeitet, damit ihr quasi den Originaleindruck bekommt. Das hat immer noch so einen Plastikglanz hier, das Ganze. Auch gerade hier oben diese etwas härtere Kante, seht ihr, die reflektiert so ein bisschen. Das macht den ganzen Eindruck von der Scheune ein bisschen weniger hochwertig und ist für 26 €, finde ich persönlich sehr traurig. Hier hätte ich mir ein bisschen schönen Architekturkarton vielleicht gewünscht. Insbesondere, weil wenn ich mir die Rückseite anschaue von dem Ganzen, dann seht ihr hier, das ist einfach nur das Gummi und hier ist die Pappe. Das heißt, ich gucke hier, wenn ich da ein bisschen schräg von unten gucke, einfach frei auf die Pappe drauf, was ich auch für 26 € jetzt wieder ein bisschen fragwürdig finde. Ich denke, da hätte man vielleicht dann auch die Pappe am Rand bedrucken können, um einfach das ein bisschen schöner darzustellen. Ja, ich glaube, das wäre möglich gewesen. Da hätte man sich jetzt nichts abgebrochen, wenn das hier irgendwie ein bisschen modelliert worden wäre. Und dann hätte man sehr, sehr schön eben auch die Oberseite mit einem zweiten Stück Pappe quasi, also Architekturkarton, Lasercut halt machen können. Und nicht extra mit Gummi, also Plastik. Das ist mein Kritikpunkt an dem Ganzen. Abgesehen von dem aus meiner Sicht unschön und auch nicht hochwertig gelösten Dach, gefällt mir das richtig, richtig gut. Einerseits, weil es extrem flexibel ist, ich also super viel damit machen kann, weil der Bau Spaß gemacht hat und weil es einfach dadurch, dass es Holz ist und man meistens ja nicht von unten aufs Dach guckt, zum Glück auf der Anlage, sondern von oben drauf, einen schönen Eindruck macht. Ich werde das ein bisschen nachbehandeln müssen, weil es eben glänzt, weil ich hier vorne mit dem Klebstoff nicht ganz so genau war, wie es vielleicht hätte sein sollen bei den Riegeln, aber ist nach dem Nachbearbeiten und ein bisschen Rost dran bringen und so sowieso egal, dann sieht man das gar nicht mehr. Ich finde es ein sehr schönes Modell, macht Lust auf mehr, gerade wenn man weiß, es gibt quasi noch diesen Rest von Buschheide, kann man sich direkt überlegen, welche Gebäude hätte man noch gerne, die irgendwie dazu passen, die auch dann wahrscheinlich genauso viel Spaß beim Aufbau machen. Also durchaus positiv. 2 Punkte eben. Das eine ist, ich brauche jetzt nicht zwingend eine farbige Anleitung, aber diese Teile-Listen würde ich halt generell immer getrennt gerne haben und nicht noch auf der Rückseite, wo dann auch
ich mit arbeite. Und dann finde ich quasi hier wirklich so ein Plastikdach. Ja. Muss nicht sein, wenn ich schon so ein schönes Lasercut-Modell habe. Dafür sieht es einfach dann nicht hochwertig genug aus. So viel als kleines Review zu dieser Holzscheune hier. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr auch in Zukunft weiter mit dabei seid. Ihr findet vielleicht auch das ein oder andere Video sonst auf meinem Channel, was euch Spaß macht, wo ich auch ein paar Reviews schon natürlich gedreht habe. Ich freue mich über jegliches Feedback von euch, auch wenn ihr selber Erfahrung habt zu diesem Bausätzen von Busch aus der Serie oder anderen Lasercut-Bausätzen, dann schreibt das einfach gerne unten hier in die Kommentare rein. Ansonsten bleibt es mir nur, wenn ihr möchtet, dass andere dieses Video leichter finden, dann einmal den Daumen hoch geben und bis bald, macht's gut, ciao.